Jetzt geht's los, oder? Prost. Hello. Hello, 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 hey, hello, hello, hey, hey, hello. Soy Yolanda. ¿Y tú? Hallo. Ja, ich freue mich heute, bei der Live-Session zu sein mit Vanessa Porter, Emil, ich hab's gewusst, Kuyumtuyan, Thilo Eichhorn. Okay, nochmal. Vanessa Porter, Emil Kuyumtuyan und Thilo Eichhorn. Heute mit mir hier. Schön, dass ihr da seid. Genau, wir haben ja jetzt gerade diese Tribal Trance Session hinter uns. Ne? Ich hätte gerne, dass ihr euch eigentlich mal so ein bisschen vorstellt, einfach wer ihr seid, was ihr so macht musikalisch, vielleicht wo ihr auch musikalisch herkommt, ob vielleicht das Elternhaus schon musikalisch war oder einfach so, wie so eure Geschichte ist zur Musik. Wer mag? Ich? Go for it. Du hast als erstes geatmet. Unbedingt. Also, ich komme aus einem Schlagzeuger-Elternhaus, beziehungsweise Familie. Papa und Schwester sind auch Schlagzeuger. Das heißt, ich bin so aufgewachsen mit den ganzen Instrumenten schon. Und ja, dann habe ich das bei meinem Papa gelernt. Und dann ging das weiter bis zum Studium in Stuttgart, wo ich klassisches Schlagzeug studiert habe. Und habe das vor 5 Jahren abgeschlossen und seitdem arbeite ich als Freelance und mache verschiedene Projekte. Sowas wie heute mit dir. Mit euch. Und in welche Richtung gehen so deine Projekte? Das hat so Eigentlich ganz unterschiedlich. Also solo mache ich ziemlich viel zeitgenössische Musik. Das heißt, ja, das ist ja immer ein bisschen schwer zu definieren, weil Schlagzeug generell das Repertoire ist eigentlich zeitgenössisch. Ich habe aber auch mit meiner Schwester ein Duo, da spielen wir sehr viel Bearbeitungen zum Beispiel, also auch so Bach, Debussy, Aufmachen bei Vibraphon. Und mache viel mit Elektronik, mit Tanz, ja, versuche immer so ein bisschen was Neues reinzuholen. Also nicht nur, oder eigentlich, ja, nicht nur so Repertoire-Spiel quasi. okay, cool. So. Schön. Machen wir so? Wie ihr wollt, wir können auch so machen. Oder, nee, anders geht's ja nicht mehr. Okay, ja, genau. Also ich bin auch aufgewachsen in einem Musikerhaushalt, wobei jetzt mein Vater sehr der war eigentlich in so einer Amateurszene, der war Free Jazzer, also so ein sehr freier Ansatz und also gar keinen gelernten oder akademischen Hintergrund im Musikbereich. Meine Mutter ist bildende Künstlerin, aber sage ich mal so ein künstlerischer Haushalt. Ich habe dann tatsächlich auch mal klassisches Schlagwerk studiert. Echt? vor 15 Jahren in Mannheim. Stimmt, 3 Schlagwerke hier. Genau. Allerdings hat es bei mir irgendwie nicht so gefruchtet. Ich habe damals irgendwie mich nicht so gut damit connecten können und habe stattdessen andere Sachen haben mich dann viel mehr fasziniert, unter anderem eben so Dinge wie Synthesizer und Musikproduktion und überhaupt eigentlich eher so Tasteninstrumente und bin dann eher so in die Richtung auch tatsächlich weg von der Klassik, mehr in den Bereich Pop und elektronische Musik und ja, habe zwischendurch mal einen kleinen Ausflug in die Kulturverwaltung gemacht, so die letzten 5 Jahre und jetzt seit kurzem wieder hauptberuflich Musiker und genau auch im Moment, so wie du, versuche ich ein Soloalbum auf die Beine zu stellen. Ja, okay. Versuchen ist in dem Fall der richtige Begriff. Warum? Was ist daran schwer? Naja, du weißt es auch vielleicht. Naja, also, was ist für dich daran schwer? wenn man jetzt, ich habe tatsächlich halt noch nie als Solokünstler gearbeitet. Also ich war immer in Konstellationen mit anderen Leuten. Wir haben ja auch mal in einer Band gespielt. Genau. Und das ist ja auch immer cool und macht ja auch super Spaß mit anderen Leuten. Aber es fordert einen halt nicht dazu auf, sich 100% sozusagen auf die eigene Sache festzulegen. Und das ist bei so einer Solo-Album-Produktion, dann bei einer Produktion hat man ja auch noch wahnsinnig viel Zeit, darüber nachzudenken und was man will und vielleicht doch nicht will und gut findet und dann doch wieder nicht gut findet und so. Und das ist dann kann ein sehr schwieriger Prozess sein. Aber es macht auch natürlich ganz großen Spaß.
Cool. Ja, können wir ja gleich nochmal über so Albumsachen sprechen. Das interessiert mich auch. Ihr habt ja auch schon ein Album gemacht, gell? Also, aber jetzt stell du dich doch erstmal vor. Dann. Ich komme nicht von einem Musikerhaus. Mein Vater ist Juwelier, meine Mutter war Autoersatzteileverkäuferin, so hat nichts damit zu tun. Aber ich habe ziemlich, also ich bin in einem Haus gewachsen, wo viel Musik gespielt wurde. Also ich habe sehr viel Musik gehört. So, ich habe sehr früh Konservatorium studiert und dann alles Mögliche wie Schlagzeugstudium sehr lange. Wo hast du studiert? Stuttgart und in Lyon. In Frankreich, genau. Und also ich habe 7 Jahre in Stuttgart gelebt, 6 Jahre in Lyon, jetzt wieder in Stuttgart. Und heutzutage mache ich viele verschiedene Sachen. Ich spiele viel mit Ensembles und Orchestern, meistens als für die zeitgenössische Repertoire. Und als Solist auch meistens für zeitgenössische Repertoire. Und ich schreibe meine Musik selber. Und ich habe auch andere Projekte wie Bands und kleine Kollaborationen in verschiedenen Besetzungen wie ethnische Musik und ein bisschen in die Richtung Jazz und aktuelle Musik. Genau. Ansonsten ich produziere auch meine Musik in die Richtung Drum and Bass. Und genau, auch viel beschäftigt mit Eigenkreation. So, das ist für mich sehr wichtig, selber zu schreiben und selber zu produzieren. Das ist, glaube ich, das Thema für heute, Eigenkreation. Ich glaube, wir sind alle dabei, oder? Eigene Sachen zu kreieren und das auch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber so auf einen Stil, einen Punkt, ein sich selbst finden zu bringen? Oder seid ihr da schon weiter drüber hinaus? Nee, also ich glaube, für uns ist es, also für uns Klassiker ist es auch immer noch was Besonderes, wenn man selbst Stücke schreibt. Das gibt es bei uns aber nicht. Ich glaube, bei den Jazzern, jemand, der nicht sein Stück selbst schreibt, ist auf lange Sicht schon eher ein Außenseiter. Ne? Die schreiben das Allermeiste, meine ich, was ich so mitbekomme, selbst. Das heißt, wenn wir Stücke schreiben, oder ich meine, Emil schreibt ja wirklich auch für Schlagzeug Solo, dann ist das, glaube ich, schon was anderes, was Besonderes. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, wirklich Stücke schreiben. Deswegen, also ich mache eher so Soundinstallationen. Ich habe da mit Daniel Mutrak zum Beispiel so ein Album aufgenommen. Aber ich würde mich da jetzt nicht deswegen Komponistin nennen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Würdet ihr euch Komponistin auch nennen? Komponisten? Ja. Ich finde schon. Also, weil es ist ja irgendwie klar, ich sitze jetzt auch nicht da mit einem Notenpapier und schreibe irgendwie Noten. Also kommt schon auch vor, aber jetzt in der Regel nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das halt so die moderne oder die zeitgemäße Art und Weise, wie man halt Musik kreiert. Genau. Und das ist ja schon eine Form von Komposition. Also. Ich finde auch das Wort Komponist, leider nimmt man meistens die männliche Form oder Komponistin, ist halt, ich finde es auch, das ist immer so, Komponist, und dann denke ich auch, okay, das bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber letztlich, klar, wenn man irgendwelche Sachen kreiert, ist es ja schon, kann man es vielleicht auch einfach so nennen, weil, ja, wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man da sitzt und das aufschreibt, trotzdem entsteht das Stück aus einem und der Text und so, ja, ich weiß nicht, wird schon eigentlich dann doch, muss man wahrscheinlich sagen, ja, ich bin auch Komponistin. So. Ja. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man seine Beschäftigung, also zeitmäßig auch nennen will. Klar, das ist die Arbeit ist schon Komponieren, aber wenn man sich Komponist nennt, glaube ich, ich frage mich auch selbst, wie oft machst du das ein? Genau. Also ich hatte diese Frage, so dann irgendwann habe mich entschieden, ja, eigentlich schon oft, dann ich bin Komponist. Ja. Also weil die Arbeit ist schon Komponieren, also das ist für mich sowieso keine Frage. Ja, stimmt. Klar, wir sind halt mehrere Sachen. Ne? Genau, man klar. spielt in verschiedenen, man unterrichtet vielleicht, man macht, aber ja, stimmt, es ist auch so ein Zeitding. Ja. Wollt ihr dazu noch was sagen oder sollen wir über was anderes reden? Will noch jemand hat jemand was auf dem Herzen? Weiß nicht. Also ich kann noch mal sagen, ich mache ja auch gerade ein Album oder versuche es und ich finde es tatsächlich echt schwer, so, ja,
irgendwie rauszufinden, was ist man oder was ist letztlich der Style, den man hat. Ist es okay, dass es verschiedene Sachen sind? Wo hält man sich irgendwie fest irgendwie? Also gibt es eine Linie, gibt es keine? Also jetzt gerade war mein Herangehen eher so, hey, ich lasse einfach alles kommen, was kommt. Und es ist natürlich aber auch Unterschiedliches gekommen. Und ja, finde ich irgendwie schwierig, damit gerade umzugehen. Mhm. Ja. Ja, also das ist natürlich auch also eigentlich die Idee, dass man einfach mit den Songs auch eine Geschichte ein bisschen erzählt. Ne? Aber ich denke auch, wenn du die Komponistin bist und du die Hauptinterpretin, dann ist es auch einfach deine Geschichte und dann können das vielleicht auch verschiedene Songs sein, weil es bleibt ja doch in dieser Yolanda-Bubble drin. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einmal was total minimal abgefreaktes mit irgendjemand machst, wahrscheinlich, weiß ich nicht, und dann irgendwie was ganz, 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 ganz anderes. Ja. Aber wahrscheinlich wäre auch das okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da gar nicht so eine richtige Meinung dazu, ob man das darf oder ob das so. Ich glaube auf jeden Fall, dass es für einen selber oft schwer zu beurteilen ist, weil also ich kenne sowohl die eine Seite, dass man denkt, man muss total viel Abwechslung bringen, weil man das irgendwie, so als Musiker will man dann ja irgendwie möglichst immer was Frisches und so. Und in Wahrheit ist es aber schon total abwechslungsreich für andere, die das irgendwie hören. Und umgekehrt gibt es aber auch, dass man denkt, ich muss mehr so einen roten Faden reinbringen. Und in Wahrheit ist der rote Faden aber eigentlich da, weil das alles irgendwie deine Handschrift ist und am Ende irgendwie deine Stimme und so. Und wahrscheinlich jemand, der das dann von außen zum ersten Mal hört, für den ist das völlig nachvollziehbar. Und man selber hat aber ganz schnell verliert so den Blick für diese Dinge. Ja. Und sollte wahrscheinlich auch in dem Moment gar nicht mit so einem Blick da drauf gucken. Ja, einfach so ein bisschen sich da relaxen. Ja. Es ist auch sowieso sehr schwer, also für mich selbst objektiv zu sein. Also von draußen wirklich mit offenen Ohren hören. Weiß nicht. Haben dann doch, glaube ich, alle dieses Problem. Also es ist Ja, vielleicht ich auch kein schon, Problem, also, aber ja. Schön, okay. Habt ihr einen Traum? Einen musikalischen Traum oder einen Lebenstraum oder irgendwas? Ja, wovon ihr... Wow. Ja, die ist Hast krass. du Man muss vorher auch nicht geraten? Okay. Krasser Step jetzt, okay. Ja. Das Also ist die so krass, kurze der Antwort Step. ist ja. Aber ich sag's euch nicht. Nee, wir können auch, wollt ihr über eure Musik noch ein bisschen sprechen, was ihr macht? Oder wir müssen ja nicht diesen Traum antworten. Also ja, der Step war jetzt ein bisschen arg Bei gesprungen. mir ist es gerade tatsächlich schwierig, so diesen ganz großen Traum. So. Also ich habe tatsächlich ein wahnsinniges Bedürfnis danach, diesen einen Schritt, den ich mir jetzt so vorgenommen habe, den halt zu schaffen. Und klar, man sollte immer irgendwie auch so Ziele am Horizont haben und die habe ich sicherlich auch, aber im Moment sehe ich da gar nicht so weit, weil das einfach so dieses eine greifbare Ziel sehr wichtig ist für mich. Und also das ist was? ja, Welches? dieses eine Ach so. Soloalbum. Also Okay, ja. das hat natürlich, da geht es ja um viel mehr Sachen als nur um jetzt irgendwie so ein Produkt am Ende zu haben, sondern eben auch, wie du sagst, so ein Findungsprozess auf so eine künstlerische Art. Und ich habe halt die Hoffnung, dass wenn ich das einmal gemacht habe, ich dann auch nochmal ganz anders in Kollaborationen reingehen kann und noch offener bin für Zusammenarbeit. Also da freue ich mich dann auch wieder drauf, da aus meinem einsamen Keller wieder rauszukommen und aber dann vielleicht mit einem anderen Selbstbewusstsein, was so diese Sache angeht. Okay. Ihr wollt ihr... Also ich habe jetzt gerade ein bisschen gelernt, aber ich glaube, ich habe viele Träume, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich so eine Sache habe. Weil ich glaube, wenn man so eine Sache sich definiert, also für sich so vorstellt, wird nochmal eine Sache kommen, dass ich glaube, es ist ein unendlicher Weg. Und dann auch, wenn ich so denke, eigentlich bin ich ziemlich glücklich, aber gibt es trotzdem viele Sachen, die ich machen will und machen werde. So. Genau. Aber auch Lebenstraum, glaube ich habe das nicht. Ja, ist ja auch schön, mal sagen zu können, man Boot, ist Meer, einfach ja, ein glücklich. bisschen mehr will ich, aber Was? Meer. am Meer zu sein. Am Meer, ja. Boot, Segel.
Kajak, weiß nicht. Ja, cool, ja. Aber noch nicht ganz klar. Und wo am Meer, weißt du es auch? Oder es wäre egal erstmal? Ja, kommt drauf an. Nicht so kalt. Ich mag auch, wenn es kalt ist eigentlich. Aber nicht immer. So am meisten so Mittelmeer ist gut, glaube ich. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein guter Traum. Finde ich auch. Würde ich auch gern irgendwann mal am Meer leben. Ja. Du? Ich glaube, ähnlich wie Emil. Ich habe keinen punktuellen Traum, wo ich sage, also so musikalisch auch irgendwie so, da möchte ich mal spielen oder mit dem möchte ich mal arbeiten und mit der möchte ich mal irgendwas machen. Ich glaube, also das sind dann vielleicht Wünsche oder es wäre toll, wenn es passiert, aber Traum hat irgendwie so für mich eine sehr große Bedeutung. Und ich glaube, es geht eher darum, dass man sich ja auch krass verändert je nach Situation anders fühlt und dann wahrscheinlich auch andere Wünsche und Träume hat. Aber ich glaube, so der Grundgedanke, dass man irgendwie gut mit sich ist und mit dem eigenen Leben und ob das gerade irgendwie beim Unterrichten ist, weil das einfach gerade eine Periode ist oder ob das auf Tour ist, wo man kaum zu Hause ist oder ob das sonst wo ist. Aber ich glaube mit dem Gedanken, dass es sich sowieso immer verändern wird, gerade bei uns KünstlerInnen, glaube ich, mit dem Gedanken, dass man einfach das dann doch immer so macht, dass es für einen selbst gut ist. Das ist vielleicht auch ein Traum, weil das sehr schwer ist, immer umzusetzen, glaube ich. Aber ja, vielleicht sowas. Das ist auch eine gute Frage, weil wir sagen immer, für selbst gut ist, aber kann man auch Kunst für die anderen Menschen machen, wirklich bewusst? Das interessiert mich auch. Also weißt du, wir sagen oft so einen Traum auch für sich, aber sind wir auch nicht ein bisschen zu egoistisch in diesem Milieu? Weil das ist auch immer so Selbstbeschäftigung, was wir immer machen, üben, produzieren, kollaborieren und man macht das selten mit seinem Partner oder mit seiner Familie und so. Okay, ich gehe jetzt sehr weit. Ja, ist gut, aber finde ich gut. auch, ich finde auch, genau, ich würde auch so formulieren eigentlich, für weißt du, dieser Traum, was du gestellt hast. Ja. Mein Traum, aber bringe ich wirklich, also muss ich auch was bringen oder ist das genug, wenn ich selber zufrieden mit was ich teile? Sehr schlecht formuliert. Nö, ich verstehe. Ja. Ich weiß was. Also ich würde sagen, wenn du in der Lage bist, irgendwie was zu machen, wo du irgendwie 100% glücklich mit bist und was dich glücklich macht, dann ist das irgendwie auch automatisch, also solange andere Menschen irgendwie einen Zugang dazu haben, auch für die anderen Menschen eine Bereicherung. Also da würde ich mir auch nicht so viel Sorgen machen. Also ich habe tatsächlich dieses Thema denke ich irgendwie auch oft drüber nach, so klar, man hockt da irgendwie allein im Keller und macht irgendwas und findet es mega geil und wer weiß, ob es jemals jemand hört und so heutzutage ist also, stellt es dann ins Internet und so und man hat so viel Energie reingesteckt. Aber trotzdem, wenn man es irgendwie schafft, da für sich was zu machen, wo man so dahinter steht, dann wird es schon seine Wirkung entfalten und irgendwie Leute, die spüren das dann und das inspiriert dann wieder die Leute, das Gleiche vielleicht zu tun oder was weiß ich, aber irgendwie glaube ich so schon daran, dass das auch automatisch passiert. Ja. Das, also jetzt genau auf die Kunst bezogen und auch noch an sich, wenn man halt einfach glücklich ist und das quasi auch vermitteln kann, das glaube ich schwappt auch über. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon mal nicht so, dass man irgendwas kaputt macht oder so. Also ich glaube schon auch, dass es nicht egoistisch ist. Also ja, würde ich jetzt auch so sehen. Du willst noch was sagen? Nee, ich überlege das, weil ich glaube, also in unserem Markt sind wir auch nicht so ganz frei mit dem Produzieren und mit Kreieren auch. Also jetzt total andere Thema, aber auch wie man seine auch Musik aufbaut, ist auch sehr abhängig von wo es konsumiert wird. Und da, also ich frage, ihr antwortet selber, aber viele Sachen sind auch schon eigentlich festgelegt, wenn man auch so quasi eine Linie folgen will. Ja, davon versuche ich tatsächlich wegzukommen, dass man halt nicht irgendwie sagt, okay, das muss eben nach sich einem Konsumenten richten oder so, sondern erstmal das wieder loszulassen, sagen, es kommt, was kommt und
es wird konsumiert oder nicht, aber halt da nicht sagen, hey, das muss irgendwie, was klar ist natürlich krass für uns, weil natürlich irgendwie will man auch leben können, so, das ist natürlich sau schwer in dem Business, aber ja, da weiß ich nicht, ob man, ja, schwierig, die Frage. Oder würdest du schon sagen, dass du das machst, auch wegen finanziellem? Nee, ich mache nicht. Also ich hatte ein paar solche Forderungen. Ja. Und ich habe das gemacht, dann habe ich mir gedacht, mache ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir ein bisschen mehr zeigen sollen, auch wir kleinen Menschen, wo lang das für uns gehen soll, weil wir sind so dominiert von großen, ich rede über ganz konkrete Sachen, über diese Portalen wie Social Media, Spotify, Instagram, Facebook, alle tralala, und da müssen wir eigentlich uns anpassen. Ne? Das sind auch fast einzige Orte, wo wir uns heute kommunizieren können und zeigen können, aber ich glaube, man soll gleichzeitig, wenn man als Künstler überleben will, diese kreative Idee überleben sollte, dann musste man wirklich auch schräg gehen, weil sonst verlieren wir alles, was wir machen. Ja, voll, finde ich auch, genau so. Und Förderung meinst du, weil die dann zu arg, das machst du nicht mehr, weil es zu arg dann in eine Richtung gedrückt wurde und man musste genau so machen, wie es da? Ja, genau, erstmal die Algorithmen, die Erfolge pushen, und Erfolge sind auch orientiert von Spannungslinien. Und Spannungslinien sind irgendwie, keine Ahnung, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ach so, weißt okay, du? ich hab's Da musste alles passieren, und also mehr in kommerzielle Musik. Ich glaube, wenn man eine Sinfonie schreibt, niemand erwartet, dass es so wird. Aber genau, das ist trotzdem eigentlich für mich falsch. Ja. Eigentlich, wir reduzieren alles und wir verlieren, worum es wirklich gehen sollte. Aber das macht auch viel Druck, glaube ich, für viele Künstler. Also ich kenne viele Leute, die sich wirklich anpassen und die sagen, es muss so sein, weil heute ist so. Also nicht mehr gefragt, aber dann die Frage, okay, aber wer entscheidet das? Die Portale entscheiden das, und das ist schade. Okay, wir machen einen Pakt, wir passen uns auf jeden Fall nicht mehr an. Genau. Das haben wir auch. Haben wir schon, sagen, genau. In dieser Session, stimmt. Oh ja, genau. Ja, stimmt, die Session war so ein bisschen crazy auch, ne? Es war jetzt auf jeden Fall keine... Also das war mehr als 20 Sekunden, das ist... Mehr als 20 Sekunden, genau. Es ging 10 Minuten oder so, ne? Fast, ja. Ja, schön. Will noch jemand irgendwas loswerden, was sagen? Oder sonst würde ich noch gerne eure Webseiten einblenden. Wollt ihr noch irgendwas sagen, oder? War schön mit euch. Ja, genau. Es war voll schön, finde ich auch. Danke, dass ihr da wart. Ja, finde ich auch, es war wirklich schön. Also es geht immer so unter, ne? Man irgendwie macht Take und es geht schon ein bisschen unter. Wir haben alles in einen Take gemacht. Ja. One Take. One Take. One Take. Ja, cool. Okay, also dann genau. Willst du mal deine Webseite sagen, Vanessa, noch? Ja. Vanessa-porter.de. Gut, ich blende es dann auch unten ein. Du? emilkuyumjian.com. Okay. Thilo? Ich habe keine Website, aber auf Instagram, dem bösen Portal, kann man mich finden. Unter meinem Namen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie die Adresse da. Also ich glaube, heißt eichhorn.sound? Nee, eichhorn.music. Ja, eichhorn.music. Okay, ich blende das dann ein, dann kann man sehen. Eichhorn.music, ja. Und das wird irgendwie funktionieren. Ja, schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. War voll schön mit euch und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja. Vanessa Porter, Emil Kuyumchuan und Thilo Eichhorn. Danke. Danke dir. And bye bye. Cut. Jetzt essen. Juhu, danke.